Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ride On with Friends. Mein Name ist Jürgen und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euch ja noch ein Update schuldig. Im April habe ich das neue Carboride W702B Pro mit der neuen TPMS-Funktionalität getestet. Das ausführliche Video dazu mit den Erklärungen, warum man ein Reifenfülldrucksystem benötigt, wie man das Ganze montiert und welche Probleme ich damit hatte, seht ihr im ersten Teil des Videos zu TPMS, das ich oben rechts nochmals verlinkt habe. In diesem Video geht es um das neue TPMS, denn Carboride liefert seit Mai neue Ventilkappen mit neuen Sensoren aus und eine verbesserte Firmware, fehlerfrei und auch mit neuen Funktionen. Wenn das euch interessiert, dann bleibt dran. In meinem ersten Produkttest im April 2025 habe ich speziell bei der Reifenfülldruckkontrolle einige Fehler entdeckt, die ich mit Carboride besprochen habe. Neben der fehlerhaften Anzeige im Dashboard war insbesondere die Messgenauigkeit der Sensoren nicht akzeptabel. Bereits 3 Wochen später wurde mir dann ein Hardware- und Software-Update zugeschickt, auf das ich hier eingehen werde. Falls du die Lösungen von Carboride generell für Motorräder und PKWs mit Apple CarPlay oder Android Auto noch nicht kennst, dann möchte ich auf meine anderen zahlreichen Videos zu dem Thema verweisen. Die Playlist habe ich oben rechts nochmals verlinkt. Die fehlerhaft getestete Firmware hatte die Versionsnummer 1.14. Über den Carboride Support erhält man für das Carboride W702 Pro mit TPMS-Funktionalität via E-Mail eine neue Firmware mit dem Namen ISP-BOOT.bin. Diese Datei muss in das Hauptverzeichnis einer leeren 32 GB SD-Card kopiert werden, die im Format FAT32 formatiert sein muss. Hierzu ist seitlich der Deckel des SD-Kartenlaufwerks abzuschrauben. Im laufenden Betrieb steckt man nun die Karte ein und schon startet der Update-Vorgang der Firmware. Ist der Schreibvorgang erfolgreich, dann startet das Gerät neu. Die neueste Firmware ist dann mit der Versionsnummer 2.03 installiert. Wenn man nun das Dashboard aufruft, dann sieht man, dass man einerseits den Kompass durch Drehen der Systemeinheit neu kalibrieren muss und andererseits, dass die Anzeige für die Reifenluftdrucksensoren noch ausgeschaltet ist. Durch einen Trick, den man wissen muss, muss man nun die neuen Funktionalitäten aktivieren. Hierzu musst du in den Systemeinstellungen den Menüpunkt Systemversion aufrufen und 8-mal in der Bildschirmmitte mit dem Finger auf den Monitor tippen, bis ein neuer Systembildschirm erscheint. Da hat sich der Entwickler aber auch etwas einfallen lassen. Danach erscheinen in der Konfigurationsmaske 4 neue Einträge: Video Warning, Battery Protect, TPMS, also das Reifendruckkontrollsystem, und Snapshot. Ich möchte kurz auf die Funktionalitäten eingehen. Mit der Funktion Video Warning wird während der Fahrt das Anschauen einer auf der SD-Karte gespeicherten Videodatei untersagt, da dies zum Beispiel in Europa nicht zulässig ist. Battery Protect
gibt einen Warnhinweis aus, falls die Motorradbatterie unter 11,5 Volt Spannung fällt. TPMS aktiviert im Dashboard die Anzeige des Reifenluftdrucks und stellt die Verbindung zu den Bluetooth-Ventilkappen her. Und mit Snapshot kann man einen Screenshot des Monitors machen. Naja, wer es braucht. Ich öffne das Dashboard und sehe nun, dass für das Vorder- und Hinterrad eine Anzeige erweitert wurde. Da ich am Schreibtisch sitze und die Systemeinheit und die neuen Ventilkappen noch nicht am Motorrad montiert habe, kann natürlich noch kein Wert ausgegeben werden. Ich montiere nun meine neuen Ventilkappen, wie im ersten Video bereits gezeigt, und vergleiche nach einer kleinen Fahrt mit dem Motorrad den gemessenen Reifenfülldruck der Sensoren mit meinem von Hand gemessenen Wert in bar. Und siehe da, eine Abweichung von nur 0,09 bar am Vorderreifen und 0,07 bar am Hinterreifen. Das ist tolerierbar und für mich genau genug. Kommen wir nun zur Zusammenfassung. Nach dem Firmware-Update und vor allem mit den neuen, viel besseren Ventilkappen mit höherer Messgenauigkeit kann ich das Carburite W702 Pro mit der TPMS-Funktion nun allen Motorradfahrern ohne bereits eingebautes Reifenfülldruckkontrollsystem empfehlen. Neben den bisher bewährten CarPlay oder Android Auto Funktionen zur Verbesserung des Fahrerlebnisses hat nun Carburite eine weitere Funktionalität im Angebot, was die Fahrsicherheit erhöht, und das in einem Paket zu einem unschlagbaren Preis. Auch die Zusammenarbeit mit Carburite zeigt, dass man aufgrund der Firmengröße sofort auf Fehlersachverhalte reagieren kann und das Produkt im Sinne des Kunden innovativ weiterentwickelt. Ich bin gespannt, wo die Reise in den nächsten Monaten mit CarPlay und Carburite hinführt. Bis zum nächsten Mal, euer Jürgen. Wenn dich meine Themen interessieren, dann lohnt sich, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Viele vergessen hier bei YouTube zu liken und zu abonnieren. Deswegen erinnere ich daran, weil nur dadurch die Erstellung von weiteren Videos auf dem Kanal gesichert ist.